Witajcie w Eno Radio. Zapraszamy na trzeci odcinek winiarskiej trasy po Majorce. Po odwiedzinach na rodzinnej winnicy Casa Padrina i winach naturalnych winiarni Selva Vins nie mogliśmy oprzeć się pokusie, by odwiedzić winnicę założoną przez przybyszów spoza Majorki. Los dos Caballeros to projekt Niemca Waltera Kraushara, który zostawił świat wielkich finansów we Frankfurcie i zamienił na piaszczystą glebę Majorki. Wspólnie z Williamem Stanleyem stworzyli butikową winnicę i agroturystykę opartą na ekologicznej uprawie oraz zrównoważonym rozwoju, oferując swoim gościom także oliwę z własnych oliwek i posiłki oparte o produkty z własnego ogrodu. Tutaj możecie stać się również częścią enoturystycznego projektu dzięki unikalnemu konceptowi Weinpacht, czyli dzierżawy własnych krzewów winorośli. Posłuchajcie rozmowy z Walterem, który przedstawił nam swoją wizję winiarskiej Majorki. Walter, vielleicht kannst du dich kurz uns vorstellen und sagen, wie du überhaupt auf den Weinbau gekommen bist und warum auf Mallorca? Okay, also wie bin ich auf dem Wein? Ich komme aus Deutschland, Walter Kraushara ist mein Name und mein Opa war Winzer. Der war Winzer in der Lahn, an der Lahn zwischen Rhein und Mosel und natürlich gab es da halt zu der Zeit noch eher trockene Rieslinge, Scheurebe, also wirklich nicht so super tolle Weine. Und hatte ein kleines Weingut bewirtschaftet und ich bin halt bei ihm aufgewachsen, habe dann so von Kind auf alles mitgemacht, im Keller, im Weinberg, überall. Als er dann gestorben ist oder als er zu alt war, da hat er dann verkauft, weil mein Vater und mein Onkel, die hatten ihren Job, die wollten nicht ins Weingeschäft einsteigen. Vor 40 Jahren in Deutschland war das auch noch nicht so wirklich was Trendiges. Ja. Heutzutage kommt es wieder, sie revitalisieren wieder alles, aber jetzt zu der Zeit ist es eher so alles so ein bisschen immer schwieriger geworden. Und das hat mir von da immer leid getan. Ich habe dann halt studiert, meinen normalen Job gemacht, war in der Bank und hatte aber immer im Hinterkopf, irgendwann, wenn ich es kann, will ich mal meinen eigenen Wein machen. Und dass es jetzt Mallorca geworden ist, war eher ein bisschen Zufall. Ich wollte eher so nach Südafrika, aber das ist politisch einfach zu unstabil, zu gefährlich, korrupt. Und von daher, irgendwann sind wir hier mal hingekommen und haben uns das Landesinnere auch angeguckt. Meine Deutsche machen immer alle in Mallorca Urlaub, das ist nichts Besonderes, aber die meisten doch eher am Strand und nicht im Innern. Und wir haben hier eine Hochzeit oder einen Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr, und haben dann hier so die ganzen Weinfelder gesehen. Und da ist mir erst mal so bewusst geworden, dass es hier halt Wein gibt. Und dann habe ich mich da ein bisschen mehr mit befasst, habe das alles so ein bisschen studiert, geguckt, getrunken, probiert. Habe dann noch Guillaume kennengelernt, weil ich wollte unbedingt auch organischen Anbau machen. Und Guillaumes Weingut ist ja so eins der ersten, die organischen Wein gemacht haben, weil der Vater halt als Biolehrer war er, glaube ich, das angefangen hat. Und von daher hat das dann von Anfang an gepasst. Und dann war so die Idee geboren. Land haben wir dann relativ schnell gefunden, was halt noch nie benutzt war. Weil wenn man organisch anbauen will, kann man halt kein Land benutzen, was vorher schon mal in einer konventioneller Agrikultur angebaut worden ist. Und dann haben wir halt mal probiert. Und hat sich dann so nach und nach entwickelt. Ja. Das heißt, es gab hier kein Weinberg davor? Wir waren so verlassene Kapernfelder, ein paar alte Mandelbäume und ein Pferd stand hier. Das war alles. Und hier die runtergekommene Finca, die wir dann renoviert haben. Und das hier ist neu. Also die Produktionsanlage ist neu. Ja. Und ihr habt euch dann für welche Anpflanzungen entschieden? Ja, zum einen haben wir geguckt, was geht mit dem Klimawandel ganz gut. Zum anderen, was passt zum Boden. Zum dritten, was mögen wir. Und die Schnittmenge war dann halt nicht mehr so groß am Ende. Ich habe anders als viele andere hier nicht nur auf lokale Trauben gesetzt. Wir haben Montenegro, wir pflanzen jetzt auch Cayet. Aber ansonsten die Weißweine aus Mallorca, Prenzal ist nicht so mein Ding.
Deswegen Sauvignon Blanc, weil das eigentlich für mich so der beste Weißwein ist. Ich bin kein großer Chardonnay-Fan. Dann Grenache, weil es super hitzebeständiger Trauben ist. Die können das sehr gut vertragen, Klimawandel. Und haben dann halt auch Potenzial zum einen für einen tollen Provence-Style Pale Rosé, zum anderen aber auch zu einem Rotwein als Standalone oder auch als Gemisch. Und dann haben wir halt noch Merlot, was so ein bisschen mehr Body hat, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ist das ungefähr so Hälfte, Hälfte, weiß und rot? Im Moment ist ein bisschen mehr rot, weil wir natürlich mehr halt auch Rosés auch machen. Im Sommer ist halt hier Rosé sehr gefragt. Und also es ist so 40% weiß, 60 rot. Die Anpflanzungen habt ihr selbst gemacht? Das hat eine Firma für uns gemacht. Also es gibt hier so 2 oder 3 Unternehmen, die hier Weinbau tätig sind. Es gibt ja in Mallorca doch über 100 Bodegas, also ist nicht ganz so klein, aber es geht halt kein Wein in den Export, weil die 18 Millionen Touristen trinken halt alles jedes Jahr. Da bleibt einfach am Jahresende nicht so wirklich viel übrig. Seid ihr jetzt im Vergleich zu anderen Bodegas auf Mallorca groß oder klein? Klein, ja. Wir haben jetzt mit den neuen Feldern, die wir jetzt am Anlegen sind, 7 Hektar. 6,5 ist Wein und der Rest ist halt Oliven und ein bisschen Johannisbrot. Aber wir sind klein. Das heißt, ihr macht auch Olivenöl? Wir machen auch Olivenöl für den Eigengebrauch, für Weintastings. Wir haben noch ein kleines Airbnb. Wir machen so eine Experience Agrotourismo-Geschichte. Weil nur jetzt hier 10.000, 12.000 Flaschen Wein zu verkaufen, damit kann man das nicht finanzieren. Also es funktioniert nur in der Kombination mit Tastings, mit Airbnb. Wir haben Farm-to-Table-Dinners hier 2-mal in der Woche mit einer Kooperation mit einem Chef, auch aus Polen ist der. Der macht hier Dinners, die dann mit unserem Wein halt angeboten werden. Und das Schöne ist, sein Konzept ist auch Nachhaltigkeit. Also der darf nur Produkte nehmen, die hier in der Kooperative von Unternehmern angebaut werden, lokal und auch organisch. Hat hier seinen eigenen Gemüsegarten und seinen Herbgarten da vorne. Und der kocht dann hier ein Menü und ist dann unter dem Baum eine lange weiße Tafel. Und da gibt es dann unseren Wein dazu, der halt auch organisch ist. Ja. Das macht ihr nur für eure Gäste oder kann man Ja, das kann jeder, da kann jeder von außerhalb auch kommen. Da kann man Tickets buchen, jede ist so 30, 40 Leute maximal. Und das ist 2-mal im Sommer in der Woche. Dann sind natürlich da auch Private Events, also das wird dann auch privat für irgendwelche Firmenveranstaltungen, Geburtstage. Und mit der Kombination funktioniert das ganz gut. Das heißt, es ist einmal die Agrotouristik sozusagen mit den Unterkünften. Ja, ihr habt 6 Zimmer? 5. 5 Zimmer? Nicht 5 Zimmer für 5 Personen, wir haben ein Gästehaus für 5 Personen. Ah, für 5 Personen, okay. Und also es gibt die Möglichkeit der Übernachtung, es gibt die Möglichkeit der Verpflegung und der Weinverkostung. Dann haben wir natürlich noch ein paar Restaurants, um das alles auch so ein bisschen bekannt zu machen. Wir haben dann halt auch in Barcelona noch ein paar Restaurants, in Deutschland, wo ich herkomme. Und damit ist der Wein in der Regel verkauft. Wir verkaufen auch hier, wir verkaufen online. Wir haben einen Distributeur, der so kleine Bodegas betreut. Aber 85% des Weins wird hier direkt verkonsumiert. Das heißt, mit Verkauf gibt es kein Problem? Nee, das Problem ist eher, dass wir zu wenig Wein haben. Ja. Also das ist zwar ein bisschen anders, als eigentlich so die ganze Weinwirtschaft sich im Moment so ein bisschen darstellt. Aber Mallorca ist halt mit dem Tourismus ein Mikrokosmos, der halt komplett anders funktioniert als die großen Weinbaugebiete in Frankreich, in Spanien, in Rioja oder auch in Deutschland. Ja. Das kennen wir auch aus Polen. Das Problem des Winzers in Polen ist, dass sein Wein ausgegangen ist. Ja, deswegen, ich habe halt noch 2 Hektar jetzt vom Nachbarn gepachtet. Wir pflanzen jetzt nochmal nach, damit halt eben auch so das wachsen kann. Ist halt einfach ein Problem. Nachhaltigkeit ist unser Konzept. Nicht nur organischer Anbau, sondern auch Kilometer Zero. Also alles, was hier verarbeitet wird, kommt auch von hier. Wir haben recycelte Flaschen, recycelte Labels. Wir haben Solarenergie. Das heißt, ich will das auch so weiterführen. Ich will halt keine Trauben kaufen von außen, um halt mehr zu produzieren. Könnte ich natürlich machen, aber dann ist das Kilometer Zero Konzept halt einfach ad absurdum geführt. Und wir wollen schon
bei unserem Konzept bleiben und organisch wachsen. Ist Mallorca ein guter Standort für jemanden von außerhalb, der hierher kommt und etwas Neues aufbaut? Ich glaube, das ist wie überall. Wenn man neu kommt, man muss sich integrieren. Man kann halt nicht einfach so sein Ding machen. Man muss halt gucken, man muss mit den Nachbarn reden, man muss sich einfach vorstellen, man muss mit den Leuten das irgendwie machen und dann funktioniert das auch. Man muss die Sprache lernen, Mallorquin vielleicht weniger, aber zumindest Spanisch. Und dann geht es. Wer das nicht macht, der wird ein Problem haben, aber der hat auch woanders ein Problem. Ja. Also, Ihr habt aber hier gleich Winzer kennengelernt, die euch auch die unterstützen. haben uns geholfen auch. Also es ist so die kleineren Weingüter, auch die meisten, die jetzt auch so organisch anbauen, das ist eher Friendly Competition. Also es gibt ein paar größere, die gucken schon so ein bisschen argwöhnisch, weil denen geht natürlich auch jetzt generell mit dem Trend in Nachhaltigkeit, Öko, und mit dem konventionellen Anbau, das ist dann wahrscheinlich irgendwann auch schon ein bisschen schwieriger. Aber wir sind halt auch nicht in dem Segment unterwegs, dass wir für 5, 6 Euro einen Wein im Supermarkt verkaufen können. Wollen wir nicht, können wir auch nicht. Also die Produktionskosten sind einfach viel zu hoch. Wie viele Flaschen produziert ihr? Also im Moment sind wir so bei um die 10.000. Das ist so 50% von dem, was wir maximal hier in der Bodega machen können. Und mit den neuen Feldern werden wir in 4, 5 Jahren dahin kommen. Verarbeitet ihr die Felder alleine oder braucht ihr Unterstützung? Nö, ist ja schon ein also wir machen das selbst natürlich mit GMs Unterstützung und wir haben hier 4 Leute, die hier arbeiten. Also sowohl im Tasting als auch noch Familie natürlich, die dann sich involviert. Das geht dann auch nur mit vereinten Kräften. Ja. Und wir haben lokal, wenn es um die Ernte geht, wir ernten mit der Hand, wenn es ums Zurückschneiden geht, wenn es ums Abfüllen geht, das wird dann von außen organisiert. Ihr versucht auch Richtung Naturwein zu gehen? Nicht oder? so wirklich. Also ich bin schon der Meinung, organisch und nachhaltig, das sollte sein. Reine Naturwein, da ist natürlich auch wieder eine Definitionsfrage. Was ist denn überhaupt ein Naturwein? Wenn ich es ganz ernst nehme, fängt es ja schon damit an, dass wenn ich das an der Struktur hochziehe, kein Naturwein mehr ist, ja? Kein Wasser. Ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Naturwein, wenn man es mal vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen grober definiert, nothing in, nothing out, also kein Filter, keine Pestizide, keine Sulfate, kein gar nichts, den Wein einfach mal machen lassen, die eigene Hefe, keine Hefe dazugeben. Kann man machen, haben wir auch schon so ein paar Sachen probiert, war auch nicht unbedingt schlecht, aber es ist einfach gefährlich, wenn ich so wenig Trauben nur habe und dann geht mir so ein Feld komplett durch, denn das habe ich beim Naturwein eben das Problem, dass ich es nicht so wirklich beeinflussen kann. Dann geht mir halt ökonomisch schon sehr viel verloren. Und für mich ist Weinmachen schon auch ein Handwerk, wo ich halt so ein bisschen auch meine eigene Hand anlegen kann, meinen eigenen Stil irgendwo einbringen will. Und dazu, finde ich, brauche ich keinen Naturwein. Ja. Also ich mag einen gefilterten Wein, der ein bisschen klarer ist. Ich mag einen Wein, der auch ein bisschen frischer ist und bei dem ich auch so ein bisschen meine eigene Note reinbringen kann. Was ist also euer Weg? Wie macht ihr den Wein? Wie machen wir den Wein? Relativ klassisch, relativ wenig Intervention auch. Also wir halten auch Sulfate relativ niedrig. Kommt darauf an, wie lange wir die Weine halt im Prinzip lagern wollen. Aber alle Weine, die jetzt frisch sind, wie der Rosé oder der Sauvignon, die man 1, 2 Jahre vielleicht hält, da geben wir Minimum an Sulfate rein. Filtern auch sehr vorsichtig. Mehr einfach Gravity, ja, also Zeit. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und ansonsten frisch, leicht den Temperaturen irgendwie angepasst. Ich habe zwar auch einen schweren Rotwein für den Winter jetzt hier beim Feuer, aber das ist jetzt nicht so der Mittelpunkt von dem, was wir hier machen. Ja, hier wird der Wein gemacht, relativ klein und übersichtlich, auch ohne viel Schnickschnack. Was wir haben, was sehr wichtig ist, ist ein Kühlraum. Weil ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Trauben vor der Fermentierung einfach frisch sind. Also wenn wir ernten, wir gehen nicht sofort ans Fermentieren oder ans Sortieren, sondern wir packen erstmal alles in den Kühlraum, um einfach die Trauben runterzukühlen auf eine Temperatur und dann auch so kalt runterzukühlen, 7 Grad ungefähr, dass sie eben, bevor sie gestemmt werden, nicht schon irgendwie selber anfangen.
Und deswegen geben wir denen eine Nacht, dann sind sie alle gleich von der Temperatur und halt kühl genug, dass wir, wenn wir sie hier verarbeiten am nächsten Tag, dass wir dann halt im Endeffekt gleich frische Trauben haben. Das ist einfach für die Qualität hier bei den Temperaturen wesentlich besser. Braucht man vielleicht in Deutschland nicht unbedingt, aber hier ist ein Kühlraum schon sehr viel wert. Das macht ihr bei weißen Trauben oder Bei auch allen, bei roten? generell bei allen. Ja, dann Weiß und Rosé. Im Endeffekt, wir nehmen Sortiertisch, die Stemmer Presse, also einmal sortieren, der vibriert, dann werden sie destemmt und dann gepresst. Weiß und Rosé machen wir nach demselben Muster, kurz gepresst, kalt gepresst und dann werden sie einfach in die gekühlten Tanks gepumpt. Da stellen wir dann halt die Fermentiertemperatur ein, geben Hefe dazu und dann geht es halt los. Ja, dann wird halt fermentiert. Danach Es wird kalt fermentiert, ja. Also so kommt drauf an auf die Traube. Jede Traube fermentiert natürlich ein bisschen mit einer anderen Temperatur, also um die 16, 17 Grad, relativ kühl. Ja, dann haben wir danach natürlich so die Klarifizierungsphase. Da lassen wir den Wein einfach mal so ein bisschen sätteln. Ich nehme dann einmal zwischendurch auch unten alles raus, weil ich kein Lees Aging haben will, weil wir keine Weine haben wollen im Moment, jedenfalls nicht Weiß und Rosé, die halt einfach so dieses bisschen vollere Profil haben. Und dann ist es im Prinzip relativ easy. Also es bleibt einfach da drin für 4, 5 Monate und wenn wir merken, ja, jetzt passt's, dann wird halt einfach abgefüllt. Nochmal kurz gefiltert, bevor es dann halt in die Abfüllanlage geht, aber relativ kleine Filterung, ganz minimal mit einem Papierfilter, einfach um den Wein einfach klar zu haben. Das heißt Anfang Dezember oder Ende November? Ende Dezember ist im Prinzip ein Tag vor der Abfüllung, wird nochmal kurz gefiltert. Rotwein haben wir halt ein klein wenig anders, klar. Da brauchen wir ein bisschen mehr Hautkontakt und ein bisschen mehr Farbe und Tannine. Das heißt, nach dem Destemmen wird das halt alles mit den Trauben in den Tank gegeben. Da wird dann im Endeffekt einmal ein bisschen extrahiert mit Pump-Over während der Fermentierung, dass wir halt unten den Juice rausnehmen, oben wieder rein und dann wirklich dann den Skin-Kontakt haben. Das dauert auch so 3, 4 Wochen. Gleichzeitig geben wir halt die Hefe dazu und dann pressen wir am Ende, um halt eben alles da nochmal zu extrahieren. Und dann haben wir 2 Möglichkeiten. Wir haben 2 Sorten von Rotwein. Den Grenache-Rotwein, der ist halt eher wirklich leicht. Den lassen wir auch nur im Tank, der sieht kein Holz. Der bleibt halt Light Body, richtig so ein bisschen Sauerkirsch, Lakritz, genau. Lakritz hat der so ein bisschen peppery Note. Das ist was für den Sommer. Das ist jetzt kein komplexer Wein, auch nichts, was man jetzt irgendwie großartig hinlegen kann. Das ist kein 10 Jahre im Keller. Das ist ein Minimal Intervention Wein. Da wird auch nicht wirklich bis zum Extrem gefiltert. Das ist was im Sommer bei 35 Grad, wenn ich mal Barbecue haben will und einen schönen leichten Wein haben mit 11,5%. Ja. Wir haben natürlich dann halt auch richtige Rotweine. Die gehen dann halt ins Fass. Und ja, das machen wir hier. Und hier werden sie dann auch gelagert. Der Raum ist klimakontrolliert und feuchtigkeitskontrolliert. 18, 19 Grad und dann französische Eiche. Wir haben Die Feuchtigkeit ist auch höher. 65, ja, damit halt die Fässer nicht wirklich anfangen zu platzen. Und ja, wir nehmen nur französische Eiche. Ich nehme 2 Sorten von französischer Eiche, einmal Medium getoastet und einmal Medium Well, also wirklich ein bisschen stärker getoastet. Das ist für den Appassimento, also wir machen so ein Amarone-Style Merlot. Da brauche ich einfach mehr Holz, um den halt einfach stärker zu machen. Der bleibt auch länger im Fass und das ist dann auch so ein richtig schwerer, komplexer Rotwein Full Body. Und dann haben wir einen Grenache Merlot Blend, das ist so 45% Merlot, 55% Grenache. Der ist sowas für den Sommer. 12%, 7 Monate im Fass, ziemlich ausgewogen, relativ leicht, easy to drink, sowas, was man in Mallorca zum Mittagessen schön trinken kann. Dann haben wir jetzt einmal im Jahr, mache ich noch so ein kleines, so
so ein kleines Testding, wenn ich Trauben übrig habe. Diesmal hatten wir ein bisschen mehr Grenache als sonst. Und das habe ich zum ersten Mal den Grenache halt mal auch ins Fass gepackt und gucken mal, was da passiert. Also das kommt jetzt drauf an, ob der wirklich was taugt oder nicht. Letztes Jahr habe ich es mit Merlot gemacht, das war sehr gut. Dieses Jahr gucken wir mal, wie es mit Grenache funktioniert. Das heißt, so Mitte des Jahres füllt ihr das dann ab? So im Juni, Juli, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir probieren das halt dann jetzt ständig und gucken, wann die Balance einfach da ist. Ich bin eher jemand, der die Frucht vorne haben will und den Eichengeschmack eher so ein bisschen unten drunter hat. Und ich will den nicht so vorne erstmal im Gaumen, dass ich erstmal auf Holz beiße und dann kommt die Frucht. Das ist nicht so mein Stil. Also deshalb eher mit Eiche gehe ich schon ein bisschen vorsichtig um. Außerdem Amarone-Style Merlot, da lassen wir es dann auch ruhig 1,5 Jahre drin. Weil da ist so viel Frucht drin, dadurch, dass wir auch die Trauben später ernten und die dann auf Matten nochmal austrocknen, das ganze Wasser rausgeht. Da haben wir halt so viel Frucht, dass es halt einfach entsprechend auch den Counter braucht in der Eiche. Ja. Wo macht ihr die Trocknung? Hier, wir nehmen Paletten und dann Stroh und dann werden die Trauben, die bleiben erstmal 8 Wochen länger, 6 bis 8 Wochen länger draußen an der Pflanze und dann werden sie halt hier nochmal getrocknet. Dann fermentieren wir den Teil separat. Der ist natürlich super süß, weil da so viel Zucker drin ist, dass die Hefe auch nicht wirklich durchkommt. Und den Süßwein im Endeffekt geben wir zu dem normalen Merlot ins Fass. Und dann fängt er halt im Fass nochmal an zu fermentieren und das gibt natürlich den Body und die Struktur. Und dann brauche ich halt eben auch ein schwereres Fass oder ein besser gebranntes Fass, um das halt wieder auszugleichen. Aber dann halt alles in einem höheren Regal. Das machen wir nur alle 2 Jahre, ein Fass. Und wie stark ist der Alkohol? 14%, das geht noch, aber das ist schon was Schönes. Ja. Toll, also ihr habt eigentlich die ganze Palette an Stillweinen. Ja, Sparkling machen wir keinen, nee. Habe ich mir schon überlegt, aber es gibt bessere Anbaugebiete für Sparkling Wines als Mallorca. Es ist einfach zu warm. Und man braucht halt mehr Säure, man braucht halt mehr Frische und das kriegt man hier nicht wirklich hin. Da gehe ich lieber dann halt im Priorat oder Penedès mir den Cava holen. Ich glaube, das ist besser für alle Beteiligten. Ja, klein, aber alles, was wir brauchen, haben wir hier. Ohne viel Schnickschnack, einfach ehrliche Weine. Wie gesagt, ich mag Weine auch, die nicht wirklich groß geblendet sind. Also Grenache ist 100%, sowohl rot als auch weiß. Merlot ist 100%. Außer dem Grenache Blend habe ich halt eigentlich nur, Grenache Merlot Blend habe ich nur sortenreine Weine. Und da sehe ich Olivenöl. Ja, das ist jetzt noch nicht fertig, das muss noch so ein bisschen setteln und dann wird es abgefüllt. Aber das muss auch setzen. Also das ist zwar gepresst, aber das ist noch nicht fertig. Das dauert noch 3-4 Wochen, bis wir das dann auch umfüllen und dann hier bei den Tastings auch anbieten. Ja, es ist alles da, was wir brauchen, ohne dass es so überladen ist. Also es soll halt so ein bisschen back to basics. Das habe ich schon bei meinem Opa schon gelernt, dass halt manchmal die einfachen Sachen die besseren Sachen sind. Jak widać, dzisiejsza Majorka przyciąga pasjonatów winiarstwa z zagranicy, którzy nie boją się eksperymentów. Wizyta u Waltera to idealny finał naszej winiarskiej trasy po Majorce. Od rodzinnych korzeni Casa Padrina, przez bezkompromisową naturę Selva Vins, aż po wizjonerski projekt Los Dos Caballeros. 3 różne spojrzenia, 3 różne historie, ale jeden wspólny mianownik. Autentyczna miłość do majorkańskiego terroir, którą czuć nie tylko w opowieściach, ale i w kieliszkach. Mamy nadzieję, że ta wyprawa z Enoradio pokazała Wam Majorkę, jakiej nie znaliście. Wyspę pełną pasji winiarskich i ciekawych bodek. Warto dodać, że podczas gdy winiarze w kontynentalnej Hiszpanii martwią się o pełne magazyny, na Majorce wino znika z piwnic niemal tak szybko, jak szybko trafia do butelek. To fenomen miejsca, ponieważ wielu turystów szuka tu autentyczności i lokalności. Blisko 80% produkcji wina na Majorce wypijane jest na miejscu, w lokalnych restauracjach i podczas degustacji w winnicach.
czyli najpewniej nie znajdziecie nigdzie indziej tego wina poza wyspą. Jeśli chcecie odkrywać z nami kolejne winiarskie regiony, subskrybujcie kanał Eno Radio na YouTube i dołączcie do naszej społeczności na kanałach podcastowych. Dajcie znać w komentarzach, która z tych 3 winnic najbardziej Was zaciekawiła. Do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnym szlaku. Mówią Piotr Adamczewski i Monika Sędzierska.